Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu diesem hübschen Sommeroberteil. Für dieses Oberteil benötigt ihr euren Brustumfang. Wenn ihr allerdings sagt, eure Hüfte ist breiter und ihr möchtet, dass das Ganze über die Hüfte geht, dann selbstverständlich euren Hüftumfang. Ich häkel hier wie immer für Größe M und das sind in etwa 100 cm. Diese teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Danach rechne ich nochmal 5 cm drauf und komme somit auf 55 cm. Als nächstes solltet ihr euch bewusst sein, wie viel Zentimeter an Länge ihr für euren Pullover haben möchtet. Dabei messt ihr von oben von der Schulter herab, wie lang das Ganze werden soll. Denn wir werden 2 Quadrate bzw. Rechtecke häkeln. In meinem Fall bleibe ich bei 55 cm, das heißt, ich mache 2 Flächen a 55 mal 55. Dazu könnt ihr euch am besten einen gut sitzenden Pullover nehmen. Bei diesem könnt ihr dann sowohl den Halsausschnitt als auch die Ärmelhöhe, die Gesamtlänge und die Breite übernehmen und müsst dann nicht den Brustumfang oder Hüftumfang messen. Nachdem ich das Ganze dann mal 2 gehäkelt habe, ich beginne mit dem Rücken, denn an diesem kann ich dann schauen, wo ich den Schlitz beim Vorderteil für meinen Kragen dazu häkel. Das wird wahrscheinlich in etwa die letzte Musterpartie sein. Eine Partie besteht aus 12 Reihen. Das würde wahrscheinlich reichen, damit ich einfach nur hier vorne das Ganze so ein Stück aufklappen kann. Wem das Ganze zu kompliziert ist, der kann selbstverständlich auch einfach nur 2 gleiche Teile häkeln und den Halsausschnitt bestimmen von der Breite her. Und das war's dann auch schon. Zum Schluss könnt ihr dann an eurem Pullover einmal noch die Ärmelhöhe ermitteln. Das sind bei einem Pullover Größe M so meist zwischen 18 bis 20 cm. Ich gehe jetzt mal hier von 20 cm als Beispiel aus und werde nochmal 2 kleine Streifen häkeln, die 2 mal 20 Länge haben, denn ihr müsst euch das aufgeklappt vorstellen. Das heißt, die Länge wird 40 sein und die Höhe, auf der ich häkel, bzw. die Breite dieses Streifens ist dann eine Musterpartie von 12 Reihen. Das Ganze natürlich dann auch mal 2. Ich werde euch das Ganze gleich auf einem kleinen Stück zeigen, denn ich habe schon begonnen. Die Breite für Größe M waren 98 Maschen, um auf etwa 55 cm zu kommen. Und bei meinen Ärmeln sind es 84 Maschen, um auf die Höhe zu kommen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nein. Also, ich schlage jetzt gleich eine Kette aus festen Maschen an. 98 Maschen, feste Maschen. Ihr auf eure Breite, die ihr benötigt. Und das Wichtige daran ist dann, die Maschenanzahl sollte teilbar durch 14 sein. Maschenanzahl durch 14. Also nochmal kurz zusammengefasst. Wir häkeln 2 Quadrate bzw. Rechtecke und 2 kleine Streifen, einfach in dem Muster, welches ich euch gleich zeige. Meine großen Quadrate werden mit 98 Maschen angeschlagen, meine kleinen Streifen mit 84 Maschen. Und wenn ihr für eine größere oder kleinere Größe häkelt, dann dementsprechend bei euch. Erst anschlagen, dann abmessen und dann schauen, ob die Maschenanzahl stimmt oder nicht. So, nachdem ihr eure Basisreihe dann gehäkelt habt, je nachdem wie viele Maschen, teilbar durch 14, beginnen wir nun mit Reihe 1. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen, eine zur Überbrückung, machen einen Umschlag und stechen direkt am Fuß ein in die Masche
Und häkeln dort nochmal zusätzlich 2 Stäbchen hinzu. Dann machen wir 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. einstechen und eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die 2. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die 2. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die 2. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. kommt ein Fächer hinein aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und in die 4. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die 2. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die 2. eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und eine feste Masche in die 2. Masche hinein. Am Ende eurer Reihe oder eurer Kette müsstet ihr noch 4 Maschen über haben. Da machen wir dann 3 Luftmaschen, stechen in die letzte Masche ein und häkeln dort wie am Anfang 2 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein Stäbchen. Das war Reihe 1. Reihe 2. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, ein Umschlag und direkt wieder am Fuß der Masche einstechen und ein zusätzliches Stäbchen dort hineinhäkeln. 2 Luftmaschen und nun zwischen dem ersten, also der Steigeluftmasche, und dem zweiten dazwischen einstechen und dort 2 Stäbchen hineinhäkeln. 3 Luftmaschen und nun kommen wir zu den 3 kleinen Bögen. Wir stechen in den ersten Bogen hinein und machen dort eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Und so haben wir jetzt aus 3 Bögen 2 gemacht. Danach 3 Luftmaschen und nun wird unser kleiner Fächer etwas größer. Wir stechen genau in die Mitte der Stäbchen, zwischen die Stäbchen ein. Also 2 links, 2 rechts, einfach um die Kette herum und häkeln dort 2 Stäbchen drum. Machen 2 Luftmaschen, nochmal 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Alles um die gleiche Kette. Drei Luftmaschen und nun kommen wir wieder zu den 3 kleinen Bögen. In den ersten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, zweiter Bogen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, dritter Bogen, eine feste Masche. Nun haben wir wieder aus 3 Bögen 2 gemacht. 3 Luftmaschen. So, und nun wie am Anfang
zwischen dem vorletzten und dem letzten Stäbchen um die Kette herum einstechen und 2 Stäbchen häkeln und dann 2 Luftmaschen und an der Seite, zweite Masche von unten gezählt, 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Kommen wir zur Reihe 3. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen, 3 wieder für ein Stäbchen, eine zur Überbrückung, stechen um die Kette rum ein und häkeln dort einen Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und jetzt kommen wir wieder hier zu den beiden kleinen Bögen. Stechen in den ersten Bogen ein, machen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche und haben nun aus den 2 Bögen einen gemacht. Dann kommen 3 Luftmaschen. Und nun müssen wir diesen Fächer wieder erweitern. Wir stechen um die erste Kette herum ein und häkeln dort eine Gruppe aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen hinein. Danach machen wir 2 Luftmaschen, gehen rüber in die zweite Kette und machen dort auch 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen hinein. Drei Luftmaschen. Wieder zu unseren 2 kleinen Bögen. Dort stechen wir wieder in den ersten Bogen ein, machen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, zweiter Bogen, eine feste Masche und haben somit aus den 2 einen Bogen gemacht, 3 Luftmaschen und wenn wir am Ende angekommen sind, dann wieder wie am Anfang um die Kette herum von dem Endbogen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und am Ende der Reihe in der zweiten Masche von unten seitlich in der Anfangskette schließen. Reihe 4. Wir beginnen mit einer festen Masche, das heißt eine Luftmasche und direkt in die erste Masche eine feste Masche. 2 Luftmaschen und einen Fächer in den Fächer. Aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen und in die Spitze in dem einzelnen Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen. Kommen wir zum ersten Fächer. Dort machen wir einen Fächer hinein aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Danach 2 Luftmaschen und um die Kette in der Mitte eine feste Masche, 2 Luftmaschen und wieder einen Fächer in den nächsten Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen.
3 Luftmaschen und in den einzelnen kleinen Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen und nun am Ende angekommen, das gleiche wie am Anfang. Wir machen einen Fächer um die Kette herum, aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Machen 2 Luftmaschen und beenden die Reihe, indem wir in die zweite Masche von unten gezielt seitlich einstechen und das Ganze mit einer festen Masche beenden. Reihe 5. Diese ist etwas kniffliger. Wir beginnen mit 6 Luftmaschen und stechen nun beim ersten Fächer in das erste Stäbchen hinein und machen dort eine feste Masche. Danach kommen 2 Luftmaschen und einen halben Fächer, also nur 2 Stäbchen, in den Fächer um die Kette herum häkeln. Eine Luftmasche, dann gehen wir rüber in den nächsten Fächer und häkeln dort 2 Stäbchen um die Kette herum. Achtet dabei darauf, dass das hier oben sich nicht so weit auseinander zieht, sondern schön verbunden ist. Danach wieder 2 Luftmaschen und in das letzte Stäbchen des Fächers eine feste Masche hineinhäkeln. Danach 4 Luftmaschen und in das erste Stäbchen des nächsten Fächers wieder eine feste Masche, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen um die Kette herum. Eine Luftmasche, rüber in den nächsten Bogen. Bei mir ist das jetzt das Ende wieder der Reihe. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in das letzte Stäbchen des Fächers. Und nun werden wir wie am Anfang das Ganze ausgleichen, indem ich 2 Luftmaschen mache, 2 Umschläge an der Seite in die feste Masche einsteche, durch 2, durch 2 und durch 2. In der nächsten Reihe beginnen wir mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln um die Kette herum nochmal 3 zusätzliche Stäbchen. Eine Luftmasche und nun über das große Löckchen, genau mittig, einen neuen Fächer hineinhäkeln, quasi um diese einzelne Luftmasche, die wir dazwischen gehäkelt hatten, aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und dann kommen wir zur großen Kette, quasi zwischen den halben Fächern, und machen dort 7 Stäbchen drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Eine Luftmasche und nun über das große Löckchen um die einzelne Luftmasche herum wieder einen neuen Fächer häkeln, aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann bin ich auch am Ende der Reihe angekommen. Ansonsten haltet ihr diesen Rhythmus einfach ein. Eine Luftmasche und am Ende um die Kette herum 3 Stäbchen. Und das letzte Stäbchen in die zweite Masche von unten gezählt. Einstechen,
und die Reihe somit beenden. Kommen wir zur Reihe 7. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und stechen in das zweite Stäbchen ein und häkeln dort eine feste Masche. 3 Luftmaschen, in das letzte Stäbchen eine feste Masche und haben somit 2 kleine Bögen. 3 Luftmaschen und einen Fächer in den Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen. In den ersten Fächer in das erste Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen überspringen in das dritte, eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen überspringen in das nächste, eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in das letzte eine feste Masche. Und somit müssten wir wieder 3 kleine Bögen haben. 3 Luftmaschen, einen Fächer in den Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 3 Luftmaschen. In das erste Stäbchen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen überspringen, in das vorletzte eine feste Masche, 3 Luftmaschen und in der zweiten Masche von unten dann die Runde oder Reihe beenden, so dass wir auch dort wieder 2 kleine Bögen haben. Kommen wir zu Reihe 8. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste Masche hinein. 3 Luftmaschen und in den zweiten Bogen eine feste Masche, so dass wir aus 2 Bögen einen gemacht haben. 3 Luftmaschen. Und nun müssen wir diesen Fächer vergrößern, indem wir wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, alles um die Kette herum häkeln. Drei Luftmaschen. In den ersten Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, zweiter Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen und letzter Bogen eine feste Masche, so dass wir aus 3 Bögen wieder 2 gemacht haben. 3 Luftmaschen. Nun wieder die nächste Gruppe vergrößern. Um die Kette herum 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, um den ersten Bogen herum eine feste Masche, 3 Luftmaschen und die Reihe beenden, indem ihr in die einzelne Masche einstecht, seitlich, und das Ganze beendet und auch hier aus den 2 kleinen Bögen einen gemacht habt. Kommen wir zur Reihe 9. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und nochmal eine zusätzliche, gehen in den ersten einzelnen Bogen, den wir noch übrig haben, hinein und häkeln dort eine feste Masche. Dann machen wir 3 Luftmaschen
und erweitern den großen Fächer jetzt auf einen noch größeren Fächer, indem wir in die erste Kette einstechen und 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen drumherum häkeln. Danach 2 Luftmaschen rüber in die nächste Kette und auch dort wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen hineinhäkeln. Drei Luftmaschen, in den ersten kleinen Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, in den zweiten Bogen eine feste Masche, so haben wir aus 2 nun wieder einen gemacht, 3 Luftmaschen, um die erste Kette herum einen Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen über den nächsten Bogen oder Fächer, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, und wenn ihr am Ende angekommen seid, in den einzelnen Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen und an der Seite mit einer festen Masche schließen. Kommen wir zur Reihe 10. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste Masche. So. 3 Luftmaschen, einen Fächer in den Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, um die Kette herum eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in den nächsten Fächer wieder ein Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen, in den einzelnen Bogen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, einen Fächer in den Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, um die Kette herum eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in den letzten Fächer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und am Ende der Reihe angekommen, 3 Luftmaschen und mit einer festen Masche seitlich schließen. In der nächsten Reihe beginnen wir mit 6 Luftmaschen und 2 Stäbchen um die Kette herum. Zwei Luftmaschen, in das letzte Stäbchen eine feste Masche, also das letzte Stäbchen des Fächers, 4 Luftmaschen, in das erste Stäbchen des nächsten Fächers eine feste Masche, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen um die Kette herum in die Mitte des Fächers. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen um die Kette des nächsten Fächers, 2 Luftmaschen
und in das letzte Stäbchen davon eine feste Masche. 4 Luftmaschen. In das erste Stäbchen des nächsten Fächers eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um die Kette herum 2 Stäbchen. Und somit bin ich jetzt wieder am Ende der Reihe angekommen. Mache 2 Luftmaschen, 2 Umschläge und steche dann in die feste Masche ein. Durch 2, durch 2 und durch 2. Kommen wir zur Reihe 12. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen plus eine mehr, also 4. Und häkeln direkt am Fuß hinein wieder 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und um diese Kette herum 7 Stäbchen. Eine Luftmasche und über das große Löckchen um die Luftmasche herum einen neuen Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und wieder um die große Kette herum 7 Stäbchen. Und am Ende der Runde oder Reihe angekommen, seitlich in die 4. Masche von unten gezählt, 2 Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, so wie am Anfang. Und nun zur 13. und letzten oder halt hier die erste Reihe. Wir beginnen dann wieder mit 3 Luftmaschen und eine mehr, also 3 für ein Stäbchen, eine Luftmasche und gehen in das Löckchen zwischen dem ersten und dem zweiten Stäbchen hinein und häkeln dort nochmal 2 zusätzliche Stäbchen. Also die 13. Reihe ist die erste Reihe. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen und häkeln nun diese 3 Bögen. Na, also das ist genau diese Reihe, die wir quasi jetzt am Anfang auf die festen Maschen gehäkelt haben. Erstes Stäbchen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und in das letzte eine feste Masche und haben somit wieder unsere 3 kleinen Bögen. 3 Luftmaschen, einen Fächer, in den Fächer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und nun wieder unsere kleinen Bögen verteilen. Ins erste Stäbchen eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, in das nächste eine feste Masche, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen und das letzte
eine feste Masche und danach am Ende angekommen 3 Luftmaschen und so wie am Anfang zwischen dem letzten und vorletzten Stäbchen 2 Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und seitlich in die zweite Masche von unten gezählt mit einem letzten Stäbchen die Reihe schließen. Das war Reihe 13 und somit wieder die Reihe 1. Zurück, so sieht der Rücken aus. An diesem kann ich mich jetzt für das Vorderteil orientieren. Die letzte Musterpartie werde ich mir dann links und rechts aufteilen, damit das Ganze so aussieht. Das sind die letzten 12 Reihen. Ich habe hier, wie ihr seht, einfach die linke Seite zur Mitte hin mit 3 Luftmaschen und einem Bogen geendet. So sehen dann die Ärmelteile aus. Auch nur eine Musterpartie breit. Und dann können wir das Ganze schon verhäkeln. Für die Schultern markiere ich mir 12 cm sowohl links als auch rechts, die ich dann zusammen häkeln werde. Der Rest ist dann übrig für den Kragen bzw. Halsausschnitt. So sollte es dann aussehen und dann können wir auch schon mit dem Verhäkeln beginnen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vernähen. Und beginnen tue ich jetzt an den Schultern. Die Seite bleibt erstmal unbehäkelt, denn die Ärmel folgen dann als nächstes. Ich fixiere mir den Faden als Beispiel am Vorderteil, mache 3 Luftmaschen. So, dann nehme ich mir den Rücken gleich hinzu und werde immer in diesen Bögen das Ganze fixieren. So, am Rücken werde ich auch erst einmal hier an der Seite einstechen, sodass wir eine schöne Gerade haben und mit einer festen Masche das Ganze fixieren. Danach wieder 3 Luftmaschen rüber und hier gehe ich dann in das erste Löckchen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, dann wieder rüber zum anderen Teil, sodass immer ein schönes Zickzack entsteht. 3 Luftmaschen, wieder rüber und so die ganze Zeit hin und her, bis die erste Schulterpartie vernäht ist. Danach die zweite und dann kommen wir auch schon als nächstes zu den Ärmeln. Die Ärmel klappe ich einmal in der Mitte zusammen, markiere mir das Ganze mit dem Marker und setze den Marker an der Naht von der Schulter an. Dann haben wir das Ganze schön mittig. Das fixiere ich mir dann hier oben und dann unten und werde das auch mit diesem Zickzack schön verhäkeln. Zum Schluss brauchen wir dann nur noch alles einmal zusammenzuklappen und in L-Form seitlich und unterm Ärmel das Ganze zunähen. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und wie das Endergebnis aussieht, das zeige ich euch dann jetzt als nächstes. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig verhäkelt ist. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Fragen habt, stellt sie in die Kommentare und ansonsten viel Spaß beim Werkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.